Stell dir vor, es ist Feierabend. Endlich. Der Tag war lang, der Kopf ist voll und du hast dir die letzten 2 Stunden im Büro innerlich geschworen. Heute Abend mache ich das. Heute räume ich auf. Heute rufe ich zurück. Heute fange ich an. Du kommst nach Hause, ziehst die Schuhe aus und dann sitzt du irgendwie auf dem Sofa mit dem Handy und weißt selbst nicht genau, wie du dahin gekommen bist. 1 Stunde später schaust du auf die Uhr und denkst, wie ist das schon wieder passiert? Du weißt genau, was ich meine. Dieses, ich könnte jetzt eigentlich und dann doch nicht. Das ist der Moment, über den ich heute reden will, weil da steckt mehr drin, als du denkst. Ich habe einfach keine Zeit. Dieser Satz, dieser eine Satz, den wir alle kennen, den wir selbst sagen, den wir hören, der auf Kühlschrankmagneten steht, als wäre er ein Naturgesetz. Aber ich stell dir mal eine ehrliche Frage. Gab es letzte Woche einen Moment, in dem du tatsächlich Zeit hattest und trotzdem nichts passiert ist? Wo du dachtest, jetzt könnte ich eigentlich und dann doch nicht? Falls ja, herzlich willkommen. Du bist nicht allein und du bist auch nicht kaputt, weil das Problem in diesen Momenten nicht die Zeit war, es war die Energie. Und genau da liegt der entscheidende Unterschied, über den fast niemand spricht. Zeit ist fix. Du kriegst 24 Stunden, jeden Tag, fertig. Da kann dir kein Coaching der Welt mehr geben. Aber Energie, die ist steuerbar. Die kannst du pflegen, aufbauen, schützen. Stell dir dein Handy vor. Du kannst es nicht dazu zwingen, länger als 24 Stunden zu haben, aber du kannst es zwischendurch laden. Und wenn du das nicht tust, läuft es auf 1%, ruckelt rum und macht irgendwann gar nichts mehr. Genau das passiert mit uns. Jeden Tag. Stopp. Also kurz stoppen. Ich möchte, dass du mal den Glaubenssatz „Ich brauche mehr Zeit" für 1 Minute aus dem Kopf nimmst und ihn dir von außen anschaust. Weil dieser Satz uns nämlich in eine sehr bequeme, aber ziemlich falsche Richtung schickt. Er sagt, das Problem liegt außerhalb von dir. Du bist das Opfer eines 24-Stunden-Tages. Wenn der nur länger wäre, dann würdest du endlich das Leben führen, das du willst. Aber schau mal, was wirklich passiert, wenn du erschöpft bist und Zeit da ist. Spulst du das große Projekt vor? Rufst du die Person an, mit der du schon lange reden wolltest? Räumst du endlich den Keller auf? Nein, du scrollst oder schaust was oder isst etwas, was du eigentlich nicht wolltest. Und das ist, ich sage das ganz bewusst so, keine Schwäche. Das ist ein Schutzmechanismus. Dein System sagt, ich habe keine Ressourcen mehr. Wir schalten auf Sparmodus. Das ist klug, nicht faul. Das Problem ist nur, wir sehen das als Zeitmangel, obwohl es Energiemangel ist. Und solange wir das nicht auseinanderklamüsern, rennen wir dem falschen Problem hinterher. Sort, gut, wir haben gestoppt. Jetzt sortieren wir. Denn Energie ist nicht gleich Energie. Ich bin müde kann nämlich ganz verschiedene Ursachen haben und je nachdem, was es ist, hilft auch was anderes. Grob gibt es 4 Tanks, die sich bei uns füllen oder leeren. Tank 1, der Körper. Schlaf, Essen, Bewegung. Klingt langweilig, ist aber die Basis. Wenn dieser Tank leer ist, ist alles andere egal. Du kannst keine emotionale Intelligenz zeigen, wenn du seit 3 Nächten schlecht geschlafen hast. Tank 2, der Kopf, also mentale Energie. Die wird vor allem durch eines gefressen, ständiges Hin- und Herspringen. Jedes Mal, wenn du zwischen App, Aufgabe oder Gedanken wechselst, zahlt dein Gehirn eine kleine Gebühr. Forscher nennen das Task-Switching-Kosten. Klingt harmlos. Aber nach einem Tag voller Meetings, Nachrichten und kurz mal checken, ist das Konto leer, obwohl du eigentlich gar nichts gemacht hast. Tank 3, die Emotionen, das unterschätzte Kraftwerk, Konflikte, die nicht ausgesprochen werden, Erwartungen, die keiner kennt. Menschen, die dir nach jedem Gespräch das Gefühl geben, du musst dich rechtfertigen. Das alles verbraucht Energie, still, unsichtbar, aber konsequent. Tank 4, das Umfeld. Und hier darf ich kurz auf meine anderen Videos verweisen, weil das kein Zufall ist. Unordnung im Außen erzeugt Unordnung im Innen. Ein chaotisches Zimmer ist permanent ein offener Tab in deinem Kopfbrowser. Und offene Tabs fressen Arbeitsspeicher. Die entscheidende Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist simpel. Was füllt meinen Tank und was leert ihn? Nicht abstrakt, konkret.
Was hast du gestern gemacht, wonach du dich lebendiger gefühlt hast? Was hat dich ausgesaugt? Wenn du das weißt, hast du schon mehr verstanden als die meisten Menschen über sich selbst. Step. Jetzt zur Frage, was tun? Und hier kommt das, was ich wirklich mag. Es muss nicht dramatisch sein. Kein Neustart, kein 5 Uhr Morgen-Ritual, kein 30-Tage-Programm. 4 kleine Schritte, heute machbar. Schritt 1. Plane nicht nur Zeit, plane Energie. Leg schwere Dinge nicht einfach dahin, wo gerade Platz im Kalender ist. Leg sie dahin, wo du halbwegs bei dir bist. Wenn du morgens klarer denkst, dann morgens schreiben, entscheiden, organisieren. Wenn du abends nur noch Kartoffel in Jogginghose bist, und ich rede hier aus eigener Erfahrung, dann abends keine großen Denkaufgaben, dann Routinekram, Küche, Wäsche, Morgen vorbereiten. Anspruchsvolle Dinge gehören in Hochphasen, der Rest geht auch auf 1%. Schritt 2. Reduziere Entscheidungen. Nicht jede Entscheidung muss täglich neu erfunden werden. Standardfrühstück, fester Platz für Dinge, eine kleine Reihenfolge am Morgen, ein paar feste Wenn-Dann-Regeln. Nicht, weil du langweilig werden sollst, sondern weil dein Gehirn kein Luxusresort ist, in dem jede Socke demokratisch abgestimmt werden muss. Jede gesparte Entscheidung ist eine, die du später für etwas Wichtigeres noch hast. Schritt 3. Mach echte Minipausen, als Wartung, nicht als Belohnung. Wirklich kurz, wirklich simpel, wirklich ohne Handy. 3 Minuten atmen, einmal aufstehen, Wasser holen, kurz aus dem Reiz rausgehen. Wer immer auf Reserve fährt, macht mehr Fehler, trifft schlechtere Entscheidungen und wird gereizter. Das ist keine Meinung, das ist Biologie. Kleine Pausen machen dich nicht unproduktiv, sie machen dich erst wieder benutzbar. Schritt 4. Mach einen täglichen Akku-Check. Einmal am Tag, abends, kurz, reicht. 4 Fragen. Was hat mich heute leergezogen? Was hat mir gut getan? Welche Aufgabe war gar nicht lang, aber teuer? Und wo habe ich versucht, mit leerem Akku Leistung zu erzwingen? Du musst das nicht wissenschaftlich auswerten, du musst nur anfangen, es wahrzunehmen. Die meisten sehen schon nach 3 Tagen Muster, die sie vorher komplett übersehen haben. Bonus, was die Wissenschaft sagt. Ich liebe es, wenn Forschung das bestätigt, was sich im Alltag schon anfühlt wie gesunder Menschenverstand. Hier 3 Fakten, die mich persönlich wirklich überrascht haben. Die Richter-Studie. Israelische Forscher haben Richter bei Anhörungen beobachtet und festgestellt, direkt nach der Mittagspause trafen sie deutlich fairere, wohlwollendere Urteile als kurz vor der Pause. Je länger sie ohne Erholung arbeiteten, desto mehr tendierten sie zum sichersten, einfachsten Urteil, nämlich ablehnen. Energie entscheidet also nicht nur darüber, wie produktiv wir sind, sondern wie gerecht und klug wir handeln. Wenn das kein Argument für eine Mittagspause ist, weiß ich auch nicht. Die 90-Minuten-Wellen. Unser Körper arbeitet in natürlichen Zyklen von etwa 90 Minuten, auch tagsüber. Danach sendet er Signale. Gähnen, Hunger, Ablenkung. Das ist kein Versagen. Das ist ein internes Boxenstoppschild. Wer das ignoriert und mit Kaffee und Willenskraft drüberwalzt, verbrennt seine Reserven schneller, als er sie aufbauen kann. Die Bankstudie. Forscher haben in einer amerikanischen Bank getestet, was passiert, wenn Mitarbeiter lernen, ihre Energie zu pflegen, durch echte Pausen, bewusstes Essen und Aufgaben mit Sinn. Das Ergebnis? Diese Gruppe war messbar produktiver als die Vergleichsgruppe, die einfach weiter durchgearbeitet hat. Gleiche Stunden, mehr Ergebnis, weil der Akku besser geladen war. Fazit. Also, mehr Zeit ist nicht die Antwort. Mehr Energie, gepflegt, bewusst, respektiert, das ist sie. Du brauchst keinen längeren Tag. Du brauchst einen, an dem du wirklich dabei bist. Und das beginnt mit einer ehrlichen Frage. Wo läuft dein Akku gerade auf Reserve? Und was könntest du heute noch kurz aufladen? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich lese wirklich alle. Wenn dich das Thema interessiert und du tiefer einsteigen willst, schau gerne mal in meine Videos über Routinen und Unordnung, denn das alles hängt zusammen. Energie ist das Fundament. Alles andere baut darauf auf. Bis zum nächsten Mal. Und lad dich auf. Du weißt jetzt, dass es sich lohnt.